In den sanften Hügeln der deutschen Landschaft stand ein Milchviehbetrieb. Dieser Bauernhof war die Heimat von Emma, einer sanften Kuh, deren Leben der Produktion von Milch und Geld für ihre menschlichen Betreuer gewidmet war. Wenig ahnte sie, dass sich ihre Welt für immer verändern würde. Die Nachricht von der Schließung des Bauernhofs schickte Wellen durch die Gemeinschaft und hallte in den Herzen derer wieder, die Emma kannten und liebten. Für die Bauern war es eine Entscheidung aus wirtschaftlicher Notwendigkeit, aber für Emma bedeutete es eine Reise ins Unbekannte. Das Schicksal, das auf sie wartete, war ein düsteres, eine Reise, die Kühe oft in das gefürchtete Schlachthaus führte. Doch in Anbetracht dieses drohenden Untergangs entschied sich eine Gruppe deutscher Tierschutzaktivisten, Mitglieder einer Wohltätigkeitsorganisation mit Herzen so groß wie ihr Anliegen, einzugreifen. Sie glaubten an Taten statt an Argumente, an Rettung von Leben statt an endlose Debatten. Diese mitfühlende Gruppe war auf einer Mission, Kühe wie Emma aus den Klauen des Schlachthauses zu retten und ihnen einen friedlichen Ruhestand auf grünen Wiesen und Feldern zu bieten. Die Organisation, unterstützt von großzügigen Spenden gleichgesinnter Individuen, die sich für den Tierschutz einsetzten, griff ein, als sie von der Schließung des Milchviehbetriebs erfuhr. Die Aktivisten verhandelten mit den Besitzern, kauften die Kühe und luden sie auf einen Lastwagen, der sie an einen Ort weit entfernt von den Schrecken des Schlachthauses transportieren würde. Emma, verwirrt und ängstlich, schaute aus dem Lastwagen mit einem Ausdruck, der ihre Verwirrung zu spiegeln schien. Die Tränen in ihren Augen, so die Aktivisten, waren eine unausgesprochene Anerkennung der Gefahr, der sie knapp entkommen war. Kühe, glaubten sie, seien intuitive Wesen, die in der Lage waren, das düstere Schicksal zu erfassen, das sie bei den Menschen erwartete. Während der Lastwagen durch die Landschaft rollte, verwandelte sich Emmas Angst allmählich in eine vorsichtige Hoffnung. Das Fahrzeug fuhr auf einen Bauernhof, der für die geretteten Tiere wie das Paradies aussah. Saftig grüne Wiesen erstreckten sich so weit das Auge reichte, und die Luft war erfüllt von der Symphonie zufriedener Tierlaute. Dies sollte Emmas neues Zuhause sein, ein von der Wohltätigkeitsorganisation für Kühe wie sie geschaffenes Heiligtum. Emma schloss sich einer Gemeinschaft von Überlebenden an, Kühen, Schweinen und Hühnern, die alle ihre Tage in Frieden verbrachten. Die Philosophie der Organisation ging über bloße Rettung hinaus, sie umfasste die Idee, diesen Tieren einen würdevollen Ruhestand zu bieten, der es ihnen erlaubte, frei zu streifen und auf den üppigen Weiden zu grasen. Auch überzeugte Fleischliebhaber wurden von dem berührenden Bild von Emmas tränenreichen Augen bewegt. Die Wohltätigkeitsorganisation setzte ihre Arbeit fort, angetrieben von der Mitgefühlsbereitschaft derer, die glaubten, dass jedes Leben, unabhängig von seiner Form, eine Chance verdiente, ohne Angst zu gedeihen. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.